Es regnete stark. Max fuhr mit dem Auto nach Hause. Die Straßen waren nass und rutschig. Ich sollte langsamer fahren, dachte Max. Plötzlich bemerkte er, dass das Auto vor ihm abrupt abbremste. Max versuchte ebenfalls zu bremsen. Aber es war zu rutschig und er konnte nicht schnell genug stoppen. Oh nein, ich werde es nicht schaffen, dachte er panisch. Es kam zu einem leichten Aufprall. Max stoppte sofort und stieg aus dem Auto. Auch der Fahrer des anderen Autos stieg aus. Alles in Ordnung? Fragte Max besorgt. Der andere Fahrer sah ihn an und nickte. Es geht mir gut, aber der Aufprall war unerwartet, sagte er. Max schaute auf das Auto des anderen Fahrers. Es war nur ein kleiner Kratzer an der Stoßstange. Gott sei Dank ist nichts Schlimmes passiert, dachte Max erleichtert. Beide Autos standen sicher am Straßenrand. Max rief die Polizei an, um den Unfall zu melden. Es tut mir leid, ich wollte nicht so dicht auffahren, sagte der andere Fahrer. Max nickte verständnisvoll. Kein Problem, der Regen macht das Fahren heute schwieriger, antwortete er. Die Polizei kam nach etwa 20 Minuten. Die Beamten machten Fotos von den Autos und den Schäden. Sie befragten Max und den anderen Fahrer. Es war wirklich ein unglücklicher Moment, erklärte Max. Der Polizist machte Notizen und sagte, glücklicherweise gab es keine Verletzten. Max war froh, dass es keine schlimmeren Folgen hatte. Ich werde einen Bericht schreiben, sagte der Polizist. Nachdem die Polizei gegangen war, tauschten Max und der andere Fahrer ihre Versicherungsdaten aus. Ich hoffe, dass wir den Schaden schnell regeln können, sagte Max. Ja, das hoffe ich auch, antwortete der andere Fahrer. Max fuhr nach Hause, aber er war immer noch etwas nervös. Es war ein wirklich seltsamer Tag, dachte er. Zu Hause angekommen, atmete Max tief durch. Es ist gut, dass es nur ein kleiner Unfall war, dachte er. Er beschloss, den Abend ruhig zu verbringen. Max rief seiner Mutter an, um ihr von dem Vorfall zu erzählen. Ich bin froh, dass du in Ordnung bist, sagte sie besorgt. Ja, zum Glück ist nichts passiert, antwortete Max. Er konnte kaum glauben, dass er in einen Unfall verwickelt war. Am nächsten Tag rief Max seine Versicherung an, um den Schaden zu melden. Wir kümmern uns darum, keine Sorge, sagte die Versicherungsagentur. Max war erleichtert, dass alles so schnell geregelt werden konnte.
Er dachte darüber nach, in Zukunft vorsichtiger zu fahren. Es ist immer besser, vorsichtig zu sein, dachte er. Max wollte auf jeden Fall mehr Zeit einplanen, wenn er unterwegs war. Er überlegte auch, ob er für schlechte Wetterbedingungen besser vorbereitet sein sollte. Ich muss mehr auf die Straßenverhältnisse achten, sagte er sich. In den nächsten Wochen fuhr Max sehr vorsichtig. Der Unfall hatte ihm deutlich gezeigt, wie schnell etwas passieren kann. Ich bin froh, dass alles gut ausgegangen ist, dachte er oft. Max wollte auch weiterhin sicher fahren, vor allem bei schlechtem Wetter. Besser vorsichtig als nachlässig, sagte er sich. Ein paar Wochen später bekam Max eine Nachricht von der Versicherung. Der Schaden an ihrem Auto wurde repariert, stand in der Nachricht. Max war froh, dass alles in Ordnung war. Es ist schön, dass man sich in solchen Situationen auf die Versicherung verlassen kann, dachte er. Der Unfall war mittlerweile vergessen, aber die Lektion blieb. Max fuhr immer vorsichtiger und plante seine Fahrten besser. Er hatte auch das Gefühl, dass er in Zukunft ruhiger bleiben würde, falls etwas Unerwartetes passierte. Man weiß nie, was passieren kann, dachte er, während er die Straße entlang fuhr. Aber er war sicher, dass er besser vorbereitet war als zuvor. Der Autounfall hatte ihm wirklich die Augen geöffnet. Ich muss immer sicher fahren, egal wie sicher ich mich fühle, dachte Max. Max war nun ein viel vorsichtigerer Fahrer. Der Unfall hatte ihm gezeigt, wie wichtig es ist, aufmerksam zu sein. Sicherheit geht immer vor, dachte er, als er die Straße entlang fuhr. Max hatte gelernt, dass auch kleine Unfälle manchmal eine wichtige Lektion vermitteln können. Ich werde niemals wieder so unvorsichtig fahren, sagte er sich. Und von diesem Tag an fuhr Max immer mit mehr Aufmerksamkeit und Vorsicht. Max hatte das Gefühl, dass er viel verantwortungsbewusster geworden war. Es ist gut, dass ich aus diesem Vorfall etwas gelernt habe, dachte er. Die Fahrten wurden für ihn weniger stressig, weil er sich mehr Zeit nahm. Ich werde immer ein bisschen mehr auf die Straße achten, sagte er sich jedes Mal, bevor er losfuhr. Max dachte oft an den Regen und den Aufprall. Der Regen hat die Straßen gefährlich gemacht, erinnerte er sich. Aber er wusste jetzt, dass er vorsichtiger fahren musste, besonders bei schlechtem Wetter. In den folgenden Monaten hatte Max keine weiteren Unfälle. Ich fahre wirklich viel sicherer, dachte er stolz. Er war inzwischen ein erfahrener Fahrer geworden. Die kleinen Fahrten durch die Stadt machten ihm weniger Angst. Aber er war immer noch vorsichtig, besonders wenn es regnete oder schneite.
Ein Unfall kann jederzeit passieren, also immer aufpassen, sagte er sich. Max hatte viel über Verkehrssicherheit gelernt. Man sollte nie das Gefühl haben, dass man alles im Griff hat, dachte er. Jeder Fahrer muss Verantwortung übernehmen. Max sprach oft mit seinen Freunden über Verkehrssicherheit. Es ist so wichtig, immer aufmerksam zu sein, sagte er ihnen. Und immer eine Notfallausrüstung im Auto haben. Seine Freunde hörten ihm aufmerksam zu. Max erzählte ihnen von dem Unfall und was er daraus gelernt hatte. Ich werde jetzt auch langsamer fahren, sagte einer seiner Freunde. Es ist besser, sicher anzukommen als schnell. Max stimmte ihm vollkommen zu. Sicherheit sollte immer die höchste Priorität haben, sagte Max. Der Autounfall hatte ihm die Bedeutung von Geduld und Vorsicht beigebracht. Ich werde immer sicher fahren, egal was passiert, sagte Max zu sich selbst. Und so fuhr er weiterhin mit Verantwortung und Vorsicht, immer bedacht auf die Straßenverhältnisse. Max wusste jetzt, dass ein einziger Moment der Unachtsamkeit das ganze Leben verändern kann.